Ich freue mich sehr, dass wir direkt mit der nächsten spannenden Praxisperspektive weitermachen können. Besonders freue ich mich, dass uns da der Blick ins gar nicht so ferne Wien führt. Wir schalten um nach Österreich und ich freue mich auf Markus Franz. Markus Franz ist der CIO der österreichischen Bundesbahn. Hallo, lieber Herr Franz. Grüß Gott ins Studio, Herr Ballfuß. Dankeschön. Ja, das ist toll, dass wir Sie als Sprecher gewinnen konnten, Herr Franz, weil das Geschäft für Bechtle in Österreich, das wächst auch sehr schnell. Und da ist es natürlich toll, wenn wir auch mal eine Stimme aus dem österreichischen Markt hier bei uns im Programm begrüßen dürfen. Ich freue mich sehr darüber. Aber wir wollen jetzt nicht über Österreich sprechen, wir wollen über die Cloud sprechen und über die Cloud bei der österreichischen Bundesbahn. Wie hat sich denn, lieber Herr Franz, so die Nutzung von Cloud-Technologie bei Ihnen im Konzern in den letzten Jahren verändert? Schon gravierend. Dazu muss man vielleicht eine kleine Anekdote wissen. Ich bin jetzt seit 4 Jahren bei den ÖBB als CIO tätig. Und als ich meinen ersten Arbeitstag in den ÖBB hatte, hatte ich gleich ein nettes Meeting, wo ich damit begrüßt worden bin mit den Worten, Cloud ist bei uns verboten. Und da war ich natürlich etwas verwundert und habe dann gesagt, okay, das irritiert mich jetzt, weil nach meinem Kenntnisstand ist es nicht verboten, weil ich bin der CIO und bei uns wird es definitiv zur Anwendung kommen. Aber Faktum, es gab damals diesen Standpunkt. Heute ist es so, dass wir in den ÖBB mittlerweile unsere Organisation in großen Zügen umgestellt haben, dass wir auf M365 arbeiten, dass wir schon viele unserer Kernprozesse und Kernprojekte cloudbasiert laufen haben. Also da hat sich schon sehr viel dynamisch bewegt. Okay, sehr spannend, aber natürlich auch ein durchaus steiniger Weg dann möglicherweise, wenn die Grundhaltung zum Thema Cloud Computing nun jedenfalls am Anfang Ihrer Präsenz dort noch keine wahnsinnig positive gewesen zu sein scheint. Ja? Wie erwarten Sie denn, dass sich die Rolle der Cloud bei Ihnen im Konzern in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird? Also sie ist bei uns sehr klar formuliert. Wir haben eine Cloud-Strategie ausgearbeitet, wo wir uns zu Hybrid bekennen, Multicloud. Dementsprechend kann ich den Panelists eben nur zustimmen. Also das ist definitiv die Basis Multicloud, weil wir über die verschiedenen Hyperscaler natürlich sehr unterschiedliche Funktionalitäten angeboten bekommen, die hier oder dort immer ganz Besonderheiten haben, die für uns spezifische Nutzungsmöglichkeiten nach sich ziehen. Daher werden wir das in Gänze zum Einsatz bringen und wir haben bei uns sehr klar auch gesagt, die Cloud Brokerage passiert bei uns über unseren internen Dienstleister, der halt eben diese Anbindung zusammen mit Partnern entsprechend eben ermöglichen muss. Also der Weg geht in die Richtung, aber wie gesagt, wir haben uns dediziert zu Hybrid entschieden, weil es bei uns halt eben doch gerade im bahnkritischen Bereich, also wenn es wirklich um den eigentlichen Bahnverkehr geht, dann müssen wir derzeit aufgrund von gesetzgeberischen Vorgaben noch physisch sein. Und das heißt, dort können wir die Systeme nicht in die Cloud bringen, aber wir arbeiten daran, um den Gesetzgeber davon zu überzeugen, dass Cloud auch dort möglich ist. Okay. Hybrid und Multi, was waren jetzt jenseits der Frage der sozusagen Infrastruktur, der kritischen Infrastrukturen, die Sie auch betreiben, was sind da für Sie weitere Überlegungen, Motive, genau diese Strategie so zu formulieren? Also der wesentliche Punkt ist definitiv der Part, wir haben bahnkritische Infrastruktur, da geht es um Sicherheit im Bahnbetrieb, Sicherheit für die Gäste, für die Kunden von uns. Und solange wir entsprechend technische Anlagen haben, die von den Herstellern selber noch nicht so ausgelegt sind, dass sie überhaupt cloudifizierbar sind, können wir nicht umstellen. Und aus dem Grunde sind wir also hier an deren Geschwindigkeiten gezwungen, uns zu orientieren. Ja, ich möchte gerne noch mal, Herr Franz, auf diese Cloud-Reise auch zu sprechen kommen, die Sie auch absolviert haben in der Zeit, seitdem Sie die Rolle als CIO bei den österreichischen Bundesbahnen übernommen haben. Wie ist es Ihnen denn gelungen, die seinerzeit bestehenden Vorbehalte auch zu überwinden und die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass jetzt dieser verstärkte Cloud-Einsatz tatsächlich möglich geworden ist? Also ich würde definitiv nicht sagen überwunden, weil es gibt immer die gallischen Dörfer, wie man so schön sagt. Also es gibt immer wieder natürlich Kolleginnen und Kollegen, die immer noch ihre Bedenken haben, die von dem Nutzen überzeugt werden müssen, die verstehen müssen, dass es nicht darum geht, wenn ich in die Cloud gehe, dass ich Arbeitsplätze vernichte, sondern dass es ein ergänzendes Sourcing-Modell im Ansatz ist und dass ihre Kompetenzen trotzdem gefragt sind. Nichtsdestotrotz, was natürlich geholfen hat, war, dass wir Methoden eingeführt haben, mit denen wir eben
die Argumente, die gerne gebracht worden sind. Und es gibt immer so schön den Punkt, wer will, der findet sozusagen Wege und wer nicht will, findet Gründe. Und die Kollegen haben immer ganz viele Gründe gebracht, warum gewisse Dinge nicht gehen. Und wir haben dann Templates eingeführt, wo wir dann auch die Risikobewertung und Betrachtung gemacht haben. Gerade aus der CISO-Community hatten wir sehr starke, vehemente Gegenwehr. Und wir haben sie dann durch diese Templates genötigt, eben wirklich richtige Risikobewertungen durchzuführen, die nicht nur das Risiko aufzeigen, sondern auch die Eintrittswahrscheinlichkeit. Und dann wurden häufig aus den absoluten roten Punkten plötzlich eigentlich hellgrüne, also mit tragbaren Risiken und aus dem Grunde nachvollziehbar und dementsprechend mit vertreten. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Im Endeffekt ist eine Kulturveränderung, die Sie in der Organisation entsprechend machen müssen. Diese Templates finde ich ein sehr spannendes Stichwort. Was stehen denn da noch für Kriterien drin? Wir haben eine Vielzahl von, also wir haben bei uns wirkliche Prinzipien für Cloud Compliance, Cloud Integration, Cloud Governance, Cloud Management eingeführt. Und im Rahmen der Bereich Cloud Integration, Cloud Compliance haben wir eben klare Richtlinien, Vorgaben, Bewertungsprinzipien eingeführt, auf Basis derer entsprechend dann durch die jeweiligen Fachexperten, sei es die CISOs, sei es die Datenschutzverantwortlichen, aber auch der Fachbereich, der entsprechend begründen muss, warum für ihn überhaupt eine cloudbasierte Lösung notwendig ist, erscheint, um darauf aufbauend dann diesen Case entsprechend begründen zu können. Und natürlich auch das Thema Daten ist sehr wichtig, die Schutzwürdigkeit, die ja auch damit verbunden ist, dass ich auch das richtig einsortieren kann, bewerten kann, um dann wissende Entscheidungen treffe und auch hier vielen der Befürchtungen entgegenwirken kann, dass halt eben schutzwürdige Daten zufälligerweise bei Cloud-Providern teilweise sogar besser geschützt sind als bei uns, weil deren Geschäftsmodell davon abhängt, bei uns in der IT nicht unbedingt. Ja, gerade wenn Sie auch sagen, dass natürlich auch die Fachbereiche, wo ja jetzt zunächst mal nicht unbedingt Technologen sitzen, die dann das Template ausfüllen, sondern Menschen, die ganz viel von Logistik verstehen oder ganz viel von Finanzprozessen verstehen oder andere Themen. Wie schaffen Sie es auch als IT-Organisation, denn die Fachbereiche so zu unterstützen, zu enablen, dass diese Bewertungen auch richtig vorgenommen werden können, damit dann auch die Ergebnisse rauskommen, die nicht nur aus IT-Sicht Sinn machen, sondern auch natürlich für den Fachbereich auch dauerhaft tragfähig sind? Also wir haben bei uns einen Demand-Prozess, der eben etabliert ist, schon seit geraumer Zeit etabliert ist, wo eben fachliche Anforderungen eben vom Fachbereich beschrieben werden. Wir haben dafür Business-Analysten, die die Fachbereiche mit unterstützen, Demand Manager, die die Fachbereiche unterstützen, um ihren Demand so zu formulieren, dass er sprechend ist und dass er hinterher für die IT in der Form mitverwertbar ist, wo sie eben auch durch strukturierte Fragen gesteuert werden, wie sie ihren Input entsprechend geben, damit darauf aufbauen dann hinterher eben ein CISO oder ein Architekt in der Lage ist, das so zu übersetzen, dass er versteht, was das Ansinnen ist, das auch hinterfragen kann und dementsprechend bewerten kann. Ja, Sie haben jetzt gerade schon einige Beispiele genannt für ganz neue Berufsbilder, die auch entstanden sind. Und das ist ja immer wieder auch ein spannendes Thema, dass ja durch den Einsatz von neuen Technologien oder eben auch in diesem Fall ganz konkret Cloud Computing halt neue Berufsbilder entstehen, neue Weiterentwicklungschancen auch für Mitarbeiter entstehen. Das ist ja, denke ich, in einer so großen Organisation wie der Österreichischen Bundesbahn auch eine immerwährende Herausforderung, A, die richtigen Skills zu bekommen, aber B, auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten für viele Menschen in der Organisation anzubieten. Wie schätzen Sie das ein? Welche Rolle spielt dabei die technologische Transformation bei Ihnen im Unternehmen? Eine gravierende Rolle, weil natürlich eben wir haben bei uns ein sehr klares Bekenntnis, auch im Rahmen sowohl der Konzernstrategie, die wir jetzt auch gerade wieder einen Refresh unterzogen haben, wo wir ein klares Bekenntnis zur Nutzung der Nutzung der neuen Technologien, weil wir ganz bewusst reden vom Einsatz neuer Technologien. Daraus abgeleitet ist bei uns die digitale Geschäftsstrategie. Die digitale Geschäftsstrategie oder Digitalisierung wird bei uns als der technologische und kulturelle Wandel unserer Wertschöpfungsketten auch definiert und dementsprechend eben auch unterstützt. Und damit einhergehend ist es, dass sich Jobprofile ändern, und zwar auch im Fachbereich. Also ich nehme nur als ein Beispiel, wir haben als eine neue Technologie in Entwicklung die digitale automatische Kupplung.
Das ist etwas, was für sich per se jetzt mal nicht unbedingt gerade so spannend klingt, aber es geht darum, wenn Sie eben Güterwaggons oder eben Fahrzeuge miteinander verkuppeln, das ist heute ein manueller und ein im höchsten Maß auch gefährlicher Job, weil Sie halt eben Wagen, die aufeinander zurollen, dann haben Sie ein relativ schweres Stück Eisen, Metall, das Sie entsprechend wuchten müssen, um es eben einzuhaken und zu verkoppeln. Da stehen Tausende von Mitarbeitern derzeit bei uns draußen in der Fläche, die diese Arbeiten durchführen. Und das wird zukünftig, in ungefähr 7 bis 8 Jahren, wird das automatisch passieren. Und das Ganze als digitale Kupplung, die eben auch Datensammelzustands, End-to-End-Kontrolle des Fahrzeuges etc. macht. Für diese Mitarbeiter müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir sie umbilden, vorbereiten, weil die sind in einem Alter, dass die in 7, 8 Jahren sind die immer noch im Job und brauchen noch einen Job. Und deswegen werden wir die requalifizieren. Wir werden nicht alle zu Data Scientists bringen, definitiv nicht. Das sind neue Jobprofile, die wir auch komplett neu aufbauen müssen. Und deswegen ist es für uns eben, deswegen kultureller Wandel, ein sehr starker Part. Wie bringen wir Mitarbeiter, und es gibt überraschend viele davon, das war auch meine Blase, wie kriegen wir Mitarbeiter, die kein Smartphone haben? Und die gibt es wirklich. Es gibt noch viele Menschen, die reines Feature-Phone verwenden. Und von denen erwarten wir jetzt plötzlich, by the way, wir haben jetzt eine schöne neue App gemacht. Wir haben im Rahmen digitaler Geschäftsstrategie Digital Reach. 100% jeder Mitarbeiter ist digital erreichbar. Und die kriegen jetzt plötzlich ihre HR-Prozesse und digitales Format auf ihr Smartphone. Und wie gesagt, die wissen nur Feature-Phone. Das sind alles Dinge, die sind zu qualifizieren, zu transportieren. Und das gilt natürlich auch in der IT. IT-Mitarbeiter zu requalifizieren, dass sie eben sich von den Dingen lösen wie Patch-Management, was für sie ihr Leib- und Brot- und Buttergeschäft war. Und wir jetzt plötzlich sagen, wollen wir gar nicht mehr, das macht entsprechend unser Provider. Ja, ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Franz, dass Sie gerade auch noch mal ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, die Luft aus unserer Blase gelassen haben, in der wir uns ja gerne immer alle so zurückziehen, als Menschen, die natürlich sehr viel von Technologie verstehen und sehr selbstverständlich damit umgehen. Aber Sie haben gerade auf die vielen Berufsbilder auch hingewiesen, für die das überhaupt nicht selbstverständlich ist und für die der Schritt in diese neue digitale Zukunft mit der Veränderung der Berufsbilder tatsächlich ein riesiger Schritt ist und gar kein selbstverständlicher. Und wenn dann natürlich ein großes Unternehmen wie das Ihre dort auch Verantwortung übernimmt, langfristig agiert, schon jetzt über die Veränderung der Berufsbilder nachdenkt, die, wie Sie gesagt haben, in 7 bis 8 Jahren dann sozusagen sich materialisieren werden, dann ist das natürlich ein sehr wichtiger Aspekt, der auch sicherlich auf diese Agenda des kulturellen Wandels gehört, die nicht nur in Ihrem Unternehmen geschrieben wird, sondern die natürlich in ganz vielen Unternehmen geschrieben wird oder jedenfalls geschrieben werden sollte. Richtig. Also das finde ich ist ein ganz schöner Aspekt und ein gutes Schlusswort auch für unseren Dialog. Lieber Herr Franz, vielen herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind heute, dass wir Gelegenheit hatten, mit Ihnen zu sprechen, dass wir diesen Blick aus der Sicht eines Konzern-CIOs in Österreich auch nochmal hier mit reingebracht haben. Sie betreiben auch, wie Sie gesagt haben, kritische Infrastrukturen und trotzdem treiben Sie die Cloud mit Werf und Energie voran. Das ist auch eine tolle Nachricht. Also, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, lieber Herr Franz. Wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, auch für die nächste Runde der Strategieentwicklung bei Ihnen im Unternehmen und bin sehr zuversichtlich, dass wir viel weiteres Spannendes und Positives von Ihnen hören werden. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung und weiterhin noch ein gutes Event, spannendes Event. Dankeschön, Herr Franz. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Danke. Tschüss. Ja.